Dan van der eine frische Serie anfangen. Ich weiß nicht, wo ihr seid in der Weihnachtszeit. Aber bei mir hat Weihnachtszeit in welcher Weise Schein und welcher Weise nicht Schein. Wie viele von Ihnen geht das Schein für ein Geschenk erteilen? Wie viele von Ihnen geht das nicht Schein? Okay, meeste von Ihnen. So, woran tun wir das dann? Nicht so? Woran merken wir unsere Reit für Weihnachten und wir tun uns belohnen mit all diese wie Sorgen und wie Segen für das rechte Geschenk und wir merken uns viel zu druck mit den Dingen. Aber diese Serie, wo wir durchgehen, und ich habe die Serie genannt, sind wir bereit. Und das ist die Frage, die ich will haben, wie sie uns stehen, sind wir bereit, und für diese Serie ist das für Weihnachten, sind wir bereit für Weihnachten feiern, im Sinne von, was Gott will haben, wie sie das feiern. Sind wir bereit, um Jesus loten, der Messias sein, über uns und für uns, so die Juden dort wollen. Ich glaube, das ist Ferien, dass wir dort nicht sein, wo Gott in uns Leben schaffen wird. Wir sein dort nicht, wo Gott uns leiden wird. Und heute, über 2000 Jahre zurück, 25 Jahre zurück, seht ihr die Menschen an, wo sie sollen sich bereit merken, für wann er kommen wird. Und wir in Israel wir nicht bereit. Und so ich will uns durch diese Karte-Series nu in das Weihnachtszeit, will ich uns ermutigen, weil wir uns bereit merken, nicht bloß für Weihnachten, aber auch für Jesus Christus. So wir wollen von der, was steht in dem Oolde Tastament lesen, und die Andacht-Time ist von der, die Wienachten das wird das mir nicht von der Wahl. Die Wienachten Prophet Erfelt in Jesus. Die Wienachten sind viele Dinge in dem Oolde Testament geschrieben, wo Jesus wird kommen und wo er wird diese Prophecies erfüllen. Wir wollen anfangen mit dem Gebet. Lieber himmlische Vater, ich bete, dass du uns von der Fall mit deinem Geist, dass wir dort können annehmen und verstehen, was du hast für uns. Und lieber himmlische Vater, wir sind so dankbar, dass wir in Frieden kommen. Und das wirken, wenn wir dort so maglich und so fein haben, dass wir wirken, wir nehmen nicht die Zeit, was uns fehlen wird, haben wir uns rein merken. Wir beten Gott, dass du uns von der rein merken, nicht bloß Weihnachten. Aber du kannst uns hören und uns Radar sein. Wir beten das in Jesu Namen. Amen. Es sind 5 Schriftstellen, wo ich will von der durchgehen. Und diese Schriftstellen, die sind geschrieben von 400 bis 700 Jahren, ehe Jesus Christus kam nach der Erde. Diese Version und diese wird gleich Gott nach Israel, so dass sie würden bereit sein, für wann der Messias wird kommen. Gott will haben, sie sollen bereit sein, so dass wenn Jesus wird kommen, die würden am Kern kennen und dann am annehmen, so ist Rader und so ist Messias. So die erste Schrift, die wir von der notieren, ist in Jesaja, Kapitel 7, der 14. Vers. Jesaja, Kapitel 7, die 14. Vers, dat sagt es dit. Nee, de Herr, den ik dein, wordt uit zichzelf de teken geven. Kijk mal, eine junge Frau wordt schwanger en wordt een jonkje haben. En zij wordt den Immanuel nennen. So, diese Vers wordt geschreven in Teinig, Ehaz. En hij weer in Teinig wordt niet gehoorzaam weer, so recht, nur wat Gott wil haben. En in die tijd, wird dat Gott sagt nicht viel Hoffnung für das Volk Israel, so sie dort dann hatten. Es kann sein, dass sie wohnen auf, sie würden von Gott wegstehen und sie würden zum Ende kommen, wenn Gott nur folgen sich in Reck. Und er sagt wieder, das ist der Teken, wo ich ihn wiesen, dort ich ihn zurückbringen und ihn bei der raten. Er sagt, dort eine junge Frau wird schwanger.
Von dieser junge Früh, dort wird Wort in Englisch gesagt, a virgin. Und so ein Virgin dort als ein englische Wort, oder junge Früh, dort wird Wort hier Wort gebraucht in Hebräer als Alma. Das ist Alma, dort als das wird. Und dort wird als Monemo gebraucht in der Oolde Tastament. Und das sind Verse, was sein, das meint bloß junge Früh, das meint bloß der erst eine Früh, man junge Allah redet nicht von, haben sie sich befreit oder nicht befreit. Was meint dort? Aber ich glaube, der Englische hat das Reich gesagt mit Virgin. Wir würden gern sein, dort erst eine Miel. Dort erst nicht eine Früh, was sich auch befreit hat, nicht eine junge Früh, was hat sich befreit. Aber dort wird was in Hebräer Wort gebraucht, dort meint auch junge Früh. Das früher haben die Hand so gesagt. Aber Matthäus, der hat uns lehren, wo wir sollen diese Vers verstehen. In Matthäus Kapitel 1, den 23. Vers, sagt es das. Kijk mal, eine junge Mädel wird schwanger sein und wird in Sehen zur Welt bringen. Und er redet und er derch schrieben von dieser Vers in Jesaja. Er braucht das Wort eine Mädel und Jesaja braucht das Wort junge Früh. Warum ist der Unterschied mit dieser Wort? Der Unterschied kam zwischen von Matthäus geschrieben, er braucht das griechische Oolde Tastament, das ist seine Eberschrift, das ist seine Schrift, von wo er reden deit. Und wenn die Pharisäer und Eva sagten, 200 Jahre eher Jesus Christus für geboren, seit deiden und Eva sagten, nur das griechische Wort eine Miel meinen das. So die Eier Jesus Christus kam, die sagen, der Schriftgelehrte der all, dort sei Sohn dort Eva sagten, nicht bloß das junge Früh oder junge Früh wird befreit ist, aber so eine Miel wird noch nicht in Mondhaft gehört. Und das wie Eier Jesus Christus wie kommen. Die wir dann vielleicht so würden sein, weißt ihr, dort die Christen, die nehmen bloß die Oolde Testament Versen, die dann das so drehen, dort jeder brücken kann, für jene Gebrauch. Aber dort als die Juden, was dort in Griech Eva sagten, wird nicht an Jesus noch nicht glauben, dort ist das Eva sagten. So das ist eine Profezeiung von wo Jesus Christus wird geboren worden von einer Miel. Eine junge Früh, sondern wird noch nicht in Mond kannt. Und das ist büderweinlich besonders. Und das ist büderweinlich besonders, wenn wir weiten dort in Monden eine Früh matten sich kann, dass sie Kinder haben. Aber in dieser Fall sagt es, eine Miel wird schwanger worden. Ohne den Mond. Und das ist der Red von, wo der Heilige Geist wird Maria schwanger merken mit Jesus Christus und dort in Mond wir. Und dann tritt dort Jesaja vor. Er sagt, das Baby worden sei Immanuel nan. Und in Matthäus sagt uns, was dort Nomen meint. Er sagt, dort meint Gott mit uns. Und das ist in Matthäus Kapitel 1, dort Kapitel 23 Vers. Dort sagt, wir wollen am Immanuel nan, und dort meint Gott mit uns. Johannes Kapitel 1, der 14. Vers, lehrt uns, was dort meint Immanuel. Was meint dort Gott mit uns ist? Johannes Kapitel 1, der 14. Vers, ist das. Und dort wird Wort Mensch und wohnt mank uns. Und wir sagen, wo herrlich wir, eine Herrlichkeit, so ost ein Vater sein einzigen sehen, der jäuf, voll von Gnade und Wahrheit. So sie Nomen wird Immanuel nennen. Wir singen leider in neuen Wienachten Immanuel. Dort meint dort Gott als mit uns. Und wir haben in ein paar Monaten eine Serie, wo wir sagen, wo Gott immer mit uns geht und mit uns ist. So warum ist diese Prophezeiung wichtig? Ich glaube, es ist sehr wichtig, zu verstehen, warum das wichtig ist, dass Jesus Christus wie geboren und von der jungen Mädel, was niemand in Mond hat getan. Dort ist, dass Jesus Christus als die einzige Person, einzige Mensch,
wat haben gebeurt, wat is dit is. Du erst bloß ein von den Billionen Menschen, wat gelebt haben an dieser Erde, du erst bloß ein Mensch, wat in Sinne dit war geboren ist. In der Bibel lehrt uns Eva, dass Jesus Christus ist besonders. Du erst keiner, was ist Jesus Christus ist. Er ist Herrscher und ordentlich ist uns einer. Der zweite Part ist, wenn Jesus Christus bis von der Miel war geboren, er war nicht geboren mit einer Sinn-Natur. Wir verstehen, in der Bibel lehrt uns, dass Jesus Christus war versägt, aber er war geboren ohne eine Sinn-Natur. Und das passiert, wenn seine Geburt wie besonders. Er war ohne Sinn geboren. Hebräer Kapitel 7, 26 Vers sagt es das. Und wir brauchen gerade so einen Jugendpriester, der heilig, unschuldig, rein von der Sinn aufgesondert und Herrscher aus dem Himmel ist. Er ist von der Sinn aufgesondert. Ohne Sinn wie Jesus Christus. Und Gott schickt Jesus Christus und er wird ohne Sinn. Und ansonsten, wir wollen das nächste Fall sein, wenn Jesus Christus wir nicht bloß von Menschen geboren, Jesus Christus kam vom Himmel. Dort ist nicht bloß, dass er ein Mensch ist. Dort Gott ward Fleisch und er lebt mank uns. So wir sehen dort, Jesus Christus wird von der Miel geboren und dort durch ein Futter von Fleisch wir. Der zweite Vers, was ich will von dir uns verlesen, ist in Jesaja Kapitel 9, und das sind die 5 bis 6 Versen. Und hier lehrt Jesaja, wo ein Kind wird geboren sein. Jesaja Kapitel 9, 5 bis 6. Das sagt es steht. Wilt uns als ein Kind geboren, wir haben ein Sehen gekriegt, und er hat das Reichtum gerieren. Er wird der wunderbare Rotgeber, der mächtige Gott, der ewige Vater und der Friedensspring genannt worden. Sein Macht trägt und der Friede, unser Arm wird ohne eng teilnehmen. Er wird auf David den Thron setzen und sein Reich aufrichtig und nur dort, wo reich ist, von nu an und auf einmal gerieren. Der Herr, der alles geriert, wird das in sein Leben tun. So diese Vers, er sagt, in dieser Profezeiung ist, dass der Messias, was wird kommen, wird beide Gott und Mensch sein. Das ist interessant. Er sagt, das Kind wird in 2 Wegen kommen. Er sagt üblich, dass ein Kind wird geboren sein. Und das verstehen wir, dass Jesus Christus wird eine Person sein, ein Mensch. Ein Mensch ist wie sind. Wir müssen dort leben, dass Jesus Christus ist, dass ein Mensch gekommen. Du wirst in Jesus seine Zeit Menschen, die glauben an Jesus, aber sie denken dort nicht glauben, dass Jesus wie gekommen ist, ein Mensch, ein Fleisch. In Johannes Kapitel 4, der zweite Vers, sagt es das. Das ist, woran wir weiten können, dort auf ein Jes von Gott ist. Jeder Jes, der durch bekannt, dass Jesus Christus als Mensch von Fleisch und Blut in diese Welt gekommen ist von Gott. Support von was wir glauben von Jesus Christus, ist, dass Jesus Christus erst in Fleisch gekommen. Er ist ein Kind geboren. Er ist ein Mensch geboren. Er hat eine Geburtpraxis wie alle haben. Und er ist ganz ein Mensch. Der Engel wird kein nur Maria, zum Ersehen, was wird passieren. Sie wird schwanger werden und sie wird ein Kind haben, ein kleiner Jungchen haben und sie wird zur Welt bringen. Jesus Christus ist bei Gott und
Mensch. Aber der zweite Part von dieser Vers in Jesaja ist sehr interessant. Er sagt, wir haben ein Sehen gekriegt. Wir kriegen ein Sehen von Gott. So ein Kind wird geboren, das ist ein Mensch, und wir kriegen ein Kind auch. Und dort ist in Profezeiunk, wo wir können verstehen, dass Jesus wird kommen, das ist ein Mensch, aber Gott wird was geben von Himmel nur uns. Und dort ist, wo Jesus Christus time auch das Gott. In dasselbe Kapitel, in 1. Johannes Kapitel 4, der 9. Vers sagt es dort. Gott weiß uns, wo Gott uns wir, als sein einzigen Sehen in der Welt schenken wird. Dort wird derch arm leben sollen. So Jesus Christus wie geboren, und Gott schenkt Jesus nur uns. So wir sind Gott und Mensch. So warum ist das wichtig, dass wir diese Profezeiung verstehen? Erstlich, das ist wichtig, dass Jesus Christus ein Mensch ist. Wenn er starb für Menschen, er war ein Opfer für Menschen. Er stund an für Menschen ihre Sinn. So, da muss ein Mensch sein, was für Menschen ihre Sinn sterben wird. So, Jesus Christus wie ein ganz Mensch. Er ist ein Mensch, der er kann mitfeilen mit was wir durchgehen. Er ist ein Mensch, der er kann verstehen, wann wir versägt wurden. Aber in all diese Dinge bleibt er ohne Sinn. Er ist auch aber ein fallen Gott. Er kann der Radar sein, er kann der Medner sein zwischen Gott und Menschen. Er wird ganz Mensch, er kann mitfallen mit uns. Und er ist ganz Gott, wenn er kann anstehen und eine volle Gemeinschaft haben mit Gott den Vater. Und erst wenn er ewig ist, er ist ewig Gott, dass er kann der ewig Priest tun für unser ewig Sinn. Wenn Gott ganz ewig ist und ganz heilig ist, wenn wir jenen Gott sündigen dann, der Lohn für die Sünde ist ewig. Und bis ein Opfer, was ewig ist, kann den ewig Priest tun. Und dort ist, woran das wichtig ist, dass Gott ganz Mensch und auch ganz Gott ist. Da ist noch eine Vers, was ich durchgehen will, und das ist in Micha, Kapitel 5, die ersten 2 Versen. Und in diesen Versen, die wir wie 500 bis 400 Jahre ehe Jesus Christus wie geboren, redet das Prophet von wo das Kind, was wird kommen, wird in Bethlehem geboren sein. Das sagt es dort. Aber du, Bethlehem, meinte Ephratita, wenn du auch eine von der kleinen Familie in Juda bist, von die wird der kommen, der über Israel der Ledner sein wird. Er ist der, dem sein Anfang und sein Aufstammen von lang her gewasst ist. So von wem redet das Prophet? Wir verstehen von dem Oolde Tastament, dass der keines Wort über Israel wären, der wären von David sein Strom. David wäre er Verführer. Und David seine Stadt wie Bethlehem. Aber wenn diese Versen waren geschrieben, du wirst kein König. Du wirst für ein paar Jahre, vielleicht bei 100 Jahren, kein König gewesen, was von Bethlehem wären. So, da wird Lothar einkommen, was in der Zeit nicht wäre, was wird von Bethlehem kommen. Er wird von Bethlehem aufstammen. Und wir sehen dort Jesus Christus wie in Bethlehem geboren. Und da wird durch dort Gott dort leiden, dort Jesus wie du geboren, leider ist Nazareth. Matthäus Kapitel 2, das erste Vers sagt es dort. Aber Bethlehem im jüdischen Land, als du bist gar nicht dort kleinste Mann Juda
ongestalde. Wils van die zal de leider komen. Die ever mijn volk Israel wordt haar zijn. Bethlehem, dat was maar een kleine stad. Zij geloven in die tijd weer vielleicht bij 1000 Menschen, wat er wonen, vielleicht ein bisschen mehr. Aber meeste Chinese, die würden angenommen sein, was wenn sie in Jerusalem waren geboren. Und du wären viel mehr Menschen, wären Dutzende und Dutzende Menschen, die in Jerusalem wohnen. Aber da wäre eine kleine Stadt. Da würden wir so sein, wenn du würdest hier in China, in Kanada, sollen gerieren, Eva Kanada. Wir würden sagen, die sollen eine große Stadt geboren, vielleicht in Toronto oder in Ottawa. Aber dann hier wird dort hier erst in China, was von Wheatley kommen wird. Bloß eine kleine Stadt. Und so wird das auch in dieser Zeit. Da wird der Bethlehem dort erst von wo das in China soll kommen. Und er wird der Herr sein über alle Israel. Und wir sehen dort, hier dat Gott den Messias, was wird noch kommen, taub bringen mit David. Und dann in diesem der zweite Part von der Vers, er sagt es das, und nu laat er sein Volk leiden, bis die Zeit kommt, wenn die Leidner so geboren worden. Er sagt, aber dann wird dort ewige von der Feindschaft zurückkommen, nur Erfolg fingen. Da wird einer kommen, wird von Anfang an sein Anstammen von lang her gewusst ist, und was er wird tun, ist, er wird den Menschen alle zurückbringen, zurückleiten, zum Gott nachfolgen. Er wird das sein, was von lang her zurückkommen wird kommen. Und der redet von Jesus Christus. Wer ist von lang her? Also nicht Gott. Gott ist noch einmal gewusst. Der erste keiner Wort noch von länger trägt als Gott. In der Englische sagt, he would be of old. Er wird von der Oolde Deel sein. Er wird sein von euer David. Und das traf bis Jesus Christus. Johannes Kapitel 8, 58 Vers sagt es das. Und Jesus sagte an, ich sage Ihnen das Wort het, euer Abraham wir, sie ich. Und so euer Abraham wir, der wir wie 1000 Jahre euer David wir König, wir wie 1000 Jahre, vielleicht ein bisschen weniger. Wir, das waren Abraham wir, und Jesus sagt, dann wir ich all. Er sagt, ich sie. In Englisch, I am. Das ist ein Wort, was Jesus sich für sich selbst brücken hat. Und er redet von, wo er erst nach einmal war. Er wird das sein, was von euch einmal wir. Von Anfang, sein Anfang wir, von lang her. Der letzte Part, was auch von geredet wird, ist der Messias, der wird abwaschen in Ägypten. In Hosea Kapitel 11, die erste Vers, redet Hosea ein klein bisschen von, wo dort Kind wird von Ägypten rübergeraubt worden. Als Israel Kind wir ich am Gott, und ich geraubt mein Sehen von Ägypten. So Wort von Sehen redet der Schreiber von. Denn als Gott wird hier reden, er redet von ein Sehen, was wird noch kommen. In Matthäus Kapitel 2 redet von dieser Vers, Matthäus Kapitel 2, der 13. bis 15. Vers, ist das. Und als sie ab den Trägweg wären, kam den Herrn seine Engel und Josef in Traum und sagten zu ihm, steh ab, nimm das Kind und seine Mutter und fliegt nach Ägypten. Und blieb dort, was ich die sein war. Wils Herodias haf im Plan, das Kind zu sägen und dort umzubringen. Und als er
Abstand nahm hij dat jonge kind en zijn Mutter en leed de nachlaus te Egypten. En blijf daar, waar Herodias dood was, dat zich erfüllen wordt, wat de Herr der de Prophet gezegd hadden. Uit Egypten habe ik mijn Zehn geraubt. So, Matthäus leert ons in deze vers dat wanneer Hosea van een Zehn wat wird van Egypten komen, hij redt van Jezus Christus. So, waarom ist diese Profezeiung wichtig? Dat is wichtig, wegen Jesus Christus wird der letzte Retter sein für Israel. Und wie in der Oolde Tastament sei wie wo Gott sein Volk Israel von Ägypten raden. Und dann wir Moses durch, und wir durch Moses dort Gott mit seinen Menschen gehen. Und er wir in der Vier, er wir in der Weg, aber er wir auch er ging mit Moses, und durch Moses deed Gott Israel leiden. Aber da wird ein kommen, was dort vollbringen wird, was Moses anfangen deed. Und dort wir Menschen leiden durch eine volle Radung. Israel wir in eine Sklaverei. Sie waren Sklav. Und sie wollen los von der Sklaverei. Und Gott, der leidt die Menschen von Ägypten rüt. Durch Moses. Und krachts in der Weg wird Jesus kommen und er wird die Menschen rüt von ihrer Sinnen raten. Und er hat das Wandel merken von Ägypten, so ist ein Vorbild, wo Menschen würden auch von Jesus gelehrt, von dort Land Sinn rüt geraten worden. Er wird der Letzte, vollkommenen Retter. Er wird der Passafas Lamm. Er wird der vollkommenen Vorbild von dem Tempel. Und er wird Erfüllung von der Gesetz. Da wird durch Jesus Christus, dort wir kann der vollkommene Rettung kriegen. Und ich habe all diese Versen, und es sind viele mehr, wenn ich studieren deed en uitmerken voor deze aandacht, er werden viele Versen, wat ik dacht, ik würde hier kan durchgehen. Aber es ist nicht interessant, und es ist nicht wichtig, dass Gott geeft Israel so viel Versen, dass sie können sein, dass wenn Jesus wird kommen, sie können am Tag des Messias. Und doch, sie nehmen Jesus nicht an. De vrede wat ik wel ons vragen van jou is. Gott hat uns das ganze Neue Testament gegeben. Zodat wir verstehen können, warum kam Jesus Christus? Wo ist er uns Retter? Wo ist er uns Messias? Nehmen wir ihn an? Sind wir bereit, ihn annehmen? Merken wir uns bereit, dass er uns Herrn kann sein? Und ich denke, was diese Versen uns klar lernen tun, ist, dass wird Gottes erste Wort hat. Bis Gott, der wird alle History schreiben wird, kann das so anrechnen, dass das alle wird stimmen. Da ist einer, der das mit Nothallen deuten. Er sagt, da wird ein bisschen so sein, dass alles die Prophezeiung, was in Jesus wird, erfüllt. Und das bis der wird von Wienachten. Dass Jesus wird Gott ein Mensch sein, er wird von dem Mehl geboren sein, dass er wird in Ägypten abwachsen, dass er wird in Bethlehem geboren worden. Und das Bethlehem in Ägypten, wir werden nicht der Heim, wo seine Eltern von kommen werden. Und wir werden auch in einer Prophezeiung, wo die Kinder wurden in Bethlehem dort gemerkt worden, und wir seien die Versen auch. Und dort das alle in ein Mensch können erfüllt sein, dort ist so, wenn du würden über 100 Millionen Bieter, wir haben ein Bieter halt, wir würden dort bis auf einen grauten Klampen, und das würde ein grauter Klampen geben, da würden Klampen sein,
wat sehr so groot is Ontario. Zo'n grote klomp halt. En dat zijn best kleine bieters jetzt. En dan willen we een Namen abschreiben. Wer wir sein würden, mein Namen dann abschreiben. Dann würden wir das alle durchmixen. Und dann würde so eine Hand gehen, was blind ist, du dann foten. Und dann ein Biet Brat nehmen, was mein Namen da oben hat. So erst dort, kriegst du gleich, wo dort nehmen, dass Jesus Christus all diese Prophezeiung erfüllen wird. Wie kann sein, dass es wörtlich allmählich, dass das bus der gleich kann werden. Dat hat Gott gedonen, dat hat Gott gelehrt. Und es ist durch Gott seine Wort, dass wir können auch uns reitmerken für Jesus Christus. Nächste Sonntag werden wir in Klimat sein, warum nimmt Israel Jesus nicht an? Und warum do wir fertig Jesus aufschreiben? Aber ich will uns von dir ermutigen. Und das ist das. Jesus Christus ist gekommen, nicht bloß für Israel, aber für uns auch. Jesus Christus ist nicht bloß gekommen, dass er der Messias ist für die Juden. Er ist gekommen für Kanada. Er ist gekommen für Mennoniten. Er ist gekommen für Einheimer. Für alle die, die hier ein Leben auf der Welt haben. Er hat uns das klar gegeben. Und ein viel klarer Weg ist, was Israel da hatten. Und Jesus Christus raubt uns. Und er sagt, kommt nur mir, ich bin dein Messias. Nicht bloß Jana der Messias, aber dein auch. Wer wir Jesus annehmen, nicht bloß das Radar, aber auch das uns teinig. Wer wir schließen mit Gebet. Lieber himmlischer Vater, wir sind dankbar von dir. Für diese Versen, was wir in Oolde Tastament haben, die sind von 700 bis 500 Jahre an Jesus Christus Time geschrieben. Du wirst deine Volk Israel wiesen, was sie würden sein, wenn Messias wird kommen. Und kriegst du eine Wahrheit, dass die uns auch wiesen, wer ist Jesus? Und Gott, ich bete, dass wir wollen alle persönlich annehmen. Und lieber himmlischer Vater, ich bete für jeder einer, was von dir hier ist. Und wir beten auch für so einer, was nicht gesund sind. Wir beten, dass die Wahrheit in dieser Weihnachtszeit feiern und leiden, sodass diese Zeit kann auch sein für Wir beten das in Jesus' Namen. Amen.